Zu den JPEG-Rezepten auf der Fujifilm wird mir immer wieder eine Frage gestellt. Und damit sind nicht die Bilder mit den Filmsimulationen wie Classic Chrome, Acros oder ASTIA gemeint, sondern die JPEG-Rezepte bzw. Recipes wie beispielsweise Kodak Portra, Kodak Chrome, Kodak Gold und noch viele andere. Also JPEG-Rezepte, wie man sie beispielsweise auf Fuji X Weekly oder anderen Plattformen findet, die den Look aus vergangenen Filmzeiten simulieren. Wie man diese JPEG-Rezepte bzw. diesen Filmlook auf die Kamera bekommt, dazu hatte ich ja auch schon das eine oder andere Video gemacht. Nach dem Anlegen eines Recipes ist die Kamera zwar bereit, aber um auch die entsprechenden Ergebnisse zu erhalten, gibt es doch noch ein paar Dinge, die man beachten sollte, um den gewünschten Look zu bekommen. Für jedes Recipe bzw. JPEG-Rezept gibt es auch eine Empfehlung zur Belichtung. Meistens findet man die Empfehlung dazu am Ende der Recipe-Einstellungen. Viele dieser Recipes nutzen die Dynamic Range 400 Einstellung. Mit dieser Einstellung wird der Dynamikbereich der Kamera verschoben, um die hellen Bildteile vor dem Ausbrennen zu schützen. Und um die hellen Bildteile zu schützen, findet in der Kamera logischerweise eine Unterbelichtung statt. Das fertige Bild wirkt somit zu dunkel und der Filmlook kommt nicht zur Geltung. Mit dem Belichtungsrad kann man jetzt diese Unterbelichtung ausgleichen, indem man entsprechend den Lichtverhältnissen oder dem gewünschten Look die Belichtung wieder im Plusbereich nach oben korrigiert. Bei unserem Beispiel Kodak Portra wäre das in einem Bereich von 1/3 bis 1 im Plusbereich. Das Belichtungsrad oder auch Exposure Compensation Dial funktioniert aber nur im Automatik- und in den Teilautomatikprogrammen. Um eine nicht gewollte Überbelichtung zu vermeiden, wird an meinen Fujis immer noch das Histogramm zur Kontrolle eingeblendet. Natürlich kann man diese Belichtungskorrektur auch später in einem Bildbearbeitungsprogramm wie Lightroom oder dem Fuji X-RAW Studio anwenden. Aber eigentlich möchte man sich die Bildbearbeitung ja gerne sparen, insbesondere wenn man nur JPEGs fotografiert. Um bessere Ergebnisse zu erzielen, achte ich beim Fotografieren mit JPEG-Rezepten auch immer darauf, woher das Licht kommt. Zumindest versuche ich es, manchmal muss es ja auch schnell gehen. Gegenlichtaufnahmen sehen zwar oftmals toll aus, aber farblich gesehen kann sich der Filmlook oder auch ein anderer Farblook nicht so richtig entfalten. Ganz ähnlich verhält sich das Ganze natürlich auch bei schlechtem Wetter mit Regen oder bedecktem Himmel. Ich für meinen Teil ziehe dann oftmals auch in Schwarz-Weiß los. Aus meiner Sicht erzielt man die besten Ergebnisse, wenn man das Licht im Rücken hat oder sich in dessen Halbkreis positioniert und zum Motiv ausrichtet. So bekommen die Farben im Bild genügend Licht und der Filmlook kann sich besser entfalten. Es lohnt sich also in jedem Fall, die Szene oder das Motiv vorher zu analysieren. Um mich besser auf das Motiv oder die Szene zu konzentrieren, bin ich mit meinen Fujis zu 80% im Blendenmodus unterwegs. Alles andere wie ISO und Verschluss läuft dann im Automatikmodus. So muss ich mir keinen großen Kopf über Kameraeinstellungen machen und stelle nur die Blende und das Belichtungsrad für das entsprechende Motiv ein. Mit den EVFs und LCDs der Fuji-Kameras hatte ich anfangs so meine Probleme. Dabei ging es aber nicht um die Farben des LCDs oder des Suchers, sondern eher die Helligkeit der Darstellung. In Camera sah das immer alles Bombe aus und dann doch wieder heller oder dunkler, wenn es dann auf dem Monitor war. Seither versuche ich die Helligkeit des LCDs sowie des Suchers mit der Darstellung auf meinem Monitor abzugleichen, um mich mehr so darauf verlassen zu können, was der LCD oder der EVF der Fuji anzeigt. Ob man das jetzt im Video so gut erkennen kann, bezweifle ich etwas, zumal auf dem LCD ja noch eine Schutzfolie drauf ist. Ob das auch für euch so funktionieren könnte, müsst ihr es selbst mal testen. Nicht jedes Recipe funktioniert für alle Motive oder auch zu jeder Tages- und Nachtzeit, was hauptsächlich an den Einstellungen für den Weißabgleich liegt. Viele dieser Recipes nutzen einen Tageslicht-Weißabgleich, der nachts oftmals nicht so prickelnd ausschaut. Zum einen könnte man jetzt den Weißabgleich unter Beibehaltung der Farbverschiebung auf Auto stellen, was aber oftmals den Recipes den typischen Look nimmt. Oder man nutzt hierfür einfach unterschiedliche Rezepte. Es ist also von Vorteil, wenn man mehrere Recipes auf der Kamera parat hat und schnell zwischen diesen wechseln kann.
Wenn man die unterschiedlichen Recipes als Custom Settings abgespeichert hat, kann man ja auch problemlos über die Q-Taste jederzeit das Recipe wechseln. Mit meinen Fujis nehme ich die Bilder meistens im JPEG sowie im RAW-Format auf. Im IQ-Menü heißt das Ganze dann Fine plus RAW. Sollte die JPEG-Aufnahme jetzt mal wieder äußerst bescheiden aussehen, so habe ich mit der RAW-Datei immer noch die Möglichkeit, die Belichtung, die Tonwerte sowie den Look auch später im Fuji X-RAW Studio oder in Lightroom anzupassen. Allerdings sollte man beachten, dass in die RAW-Datei auch der veränderte Weißabgleich sowie dessen Farbverschiebung des JPEG-Rezeptes geschrieben wird. Ebenso werden die Dynamic Range-Einstellungen übernommen. So ganz neutral ist das RAW dann eben nicht mehr. In jedem Fall aber ist das Fotografieren in RAW auch eine Möglichkeit, um Bildern einen Filmlook durch ein JPEG-Rezept zu verpassen oder im Fuji X-RAW Studio die Wirkung verschiedener Recipes zu testen. Genau wie das Bearbeiten von Bildern ist das Aufnehmen von JPEGs mit Filmlook ein Lernprozess. Obwohl die Fuji-Kameras bei der Erstellung von JPEGs einen super Job machen, wird man immer wieder feststellen, dass es nicht immer so klappt, wie man sich das vorstellt. Wenn ihr auch noch Tipps zu diesem Thema habt, dann schreibt sie gerne in die Kommentare. So haben alle etwas davon. Und wer jetzt seine Bilder lieber in Lightroom bearbeitet, für den habe ich natürlich auch noch etwas. Und zwar meine Fujifilm Lightroom Presets. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.